Der Mond ist in aller Munde. Artemis 2, super erfolgreiche Mission haben wir gerade gehabt. Wir haben da einen Mond hängen und ich bin total stolz. Ich darf jetzt wieder mit Alexander Gerst reden und super spannende Zeiten gerade. Super Announcement jetzt diese Woche mit Artemis 3, auch ESA mit dabei. Ein bisschen her, dass wir uns geredet haben. Kannst du dich noch erinnern an unser letztes Interview? Ja, selbstverständlich. Ja, das war ziemlich cool. Das war experimentell in der Schwerelosigkeit. Spontan eigentlich wolltest du uns ja nur interviewen vor und nach den Parabeln. Dann haben wir einfach gesagt, das machen wir einfach mittendrin. Das war ziemlich witzig. Ich erzähle auch heute immer noch gern von, weil ich das Gefühl hatte, dass du mich interviewt hast. Und, zwar so, und ich habe mich an so einem Sicherungsnetz festgehalten und dann haben wir einfach gesprochen und es war total inspirierend. Und viele Themen, über die wir da geredet haben, sind jetzt auch Themen, also zum Beispiel europäischer Zugang, dass wir sagen, ey, wir müssen noch was an den Tisch mitbringen, damit wir ernst genommen werden, damit wir auch an einem großen Programm teilnehmen können. Und das ist jetzt auch in jeder Munde eigentlich. Lass uns auf den Mond schauen, wir haben ihn hier so schön da. Ja. Und Artemis 3 Announcement, gefühlt geht es krass durch die Presse. Luca, super Typ. Erzähl, was... Ja, super cool. Also erstmal freue ich mich natürlich für Luca, ist ein guter Freund von mir, Kollege. Aber dann auch für ESA und Europa ist das eine echt gute Nachricht, dass wir so früh mit dabei sind bei dem Artemis-Programm. Das hatten wir nicht so richtig erwartet, dass das wirklich so gut geht, so schnell geht. Weil man darf nicht vergessen, das ist jetzt nicht nur eine Mission oder das ist nicht nur eine kleine Serie von Missionen. Ich glaube, wir müssen, um das zu verstehen, wie wichtig das ist, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Mhm. Die Menschheit kann erst seit 50, 60 Jahren in den Weltraum fliegen. So. Das ist die Generation von meinen Eltern, die hat noch zu einer Zeit gelebt, wo noch kein Mensch jemals im Weltraum war. Mhm. Diese Weltraumexplorationszeit, die wird für immer da sein. Unsere Spezies wird für immer in den Weltraum fliegen. Es wird nie mehr eine Zeit geben, wo wir sagen, so, ja, Raumfahrt, nee, machen wir nicht. Das heißt, wir stehen am Anfang in der ersten, zweiten Generation von einer kompletten neuen Ära der Menschheitsgeschichte. Hört sich pathetisch an, ist aber so. Mhm. Und wir haben jetzt die Chance, damit dabei zu sein, in dieser neuen Welt, die sich auftut, die exponentiell wächst. Mhm. Haben wir eine Chance, vorne mit dran zu sein, wenn wir jetzt investieren, wenn wir jetzt mit dabei sind, wenn wir früh wirklich auch selber Sachen dafür machen. Oder wir fallen hinten runter, wenn wir das erst in 10 Jahren verschlafen, dann bemerken, dass wir da irgendwie mithalten müssen, ist es zu spät. Mhm. Und deswegen ist das eine echt gute Nachricht, dass wir auch schon bei Artemis 3 dabei sind, bei dieser tollen Mission im Erdorbit, wo die Raumschiffe getestet werden, die dann hinterher zum Mond fliegen, vielleicht auch mit einem von uns hoffentlich mit dabei und dann die Mondoberfläche erkunden in dieser neuen Ära der Menschheitsgeschichte. Mhm. Also wie gesagt, das hört sich krass an, wenn man das so sagt und ist vielleicht auch manchmal ungerechtfertigt, solche Worte zu verwenden, aber in diesem Fall definitiv gerechtfertigt. Und es ist ja irgendwie auch so ein bisschen eigentlich typisch, ne, wenn wir irgendwie Exploration in der Menschheitsgeschichte uns angucken, dass man vielleicht irgendwie Polarforscher, die waren dann irgendwie mal an einem Pol kurz da, aber dass wir jetzt dauerhaft da irgendwie eine Station betreiben und dass man irgendwie längere Forschung macht oder dass dann irgendwie neue Kontinente irgendwie erschlossen werden. Das war dann immer mit so einem Abstand. Jetzt haben wir irgendwie ein paar 50 Jahre. Ja, die zweite Welle der Exploration, ganz genau. Genau. Und dann im besten Fall, das ist so ein bisschen mein Traum, dass halt, ne, nachdem ihr dann da wart, sagt ihr, Leute, ist alles safe und so, dann kommen die Leute, die da arbeiten, die, weiß ich nicht, Ressourcen abbauen oder eine Industrie aufbauen und wer weiß, dann haben wir irgendwann Babys da geboren. Ja, du hast ein mega gutes Beispiel gebracht, diese zweite Welle der Exploration. Das haben wir in der Antarktis gesehen und ganz allgemein ist ja die Mondexploration absolut parallel zur Antarktis vor 100 Jahren. Da haben auch Leute gesagt, aber das ist wüst und leer, das ist gefährlich und teuer dahin zu gehen, da gibt es nur Eis, was wollen wir denn da? Inzwischen stellt das niemand mehr in Frage. Inzwischen wissen wir, wie wichtig das für uns ist, dass wir antarktische Forschungsstationen haben, auch eine deutsche Neumar-Station zum Beispiel, europäische Stationen. Forscherinnen und Forscher arbeiten da friedlich zusammen. Genau das Gleiche werden wir mit dem Mond sehen, da bin ich mir 100% sicher. Und diese zweite Welle der Exploration, wo es nicht mehr darum geht, dass man eine Flagge irgendwo aufstellt, sondern dass man den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zuhört, die ganze Zeit schon gesagt haben, nee, wir müssen dahin, nicht wegen der Flagge, sondern weil das mega wichtig ist, aus ganz vielen Gründen für uns, sogar irgendwann mal überlebenswichtig vielleicht für Menschen hier auf der Erde, wenn wir den Mond dazu benutzen, um uns vor Asteroideneinschlägen zu schützen zum Beispiel. Das fängt jetzt an, diese Zeit, dass wir dorthin gehen mit dem Ziel, dass wir in ein paar Jahrzehnten, eigentlich schon früher, ich sage ein paar Jahrzehnten, aber ich will mal updaten und sagen, so in 1 bis 2 Jahrzehnten spätestens eine europäische Forschungsstation auf dem Mond haben, die dann irgendwann auch permanent besetzt ist mit Forscherinnen und Forschern, allen möglichen Leuten, die dann natürlich, es wird viel leichter werden, zum Mond zu fliegen. Nach den initialen Missionen, hast du gerade schon richtig gesagt,
die dann dort forschen werden und wichtige Daten mit zurück zur Erde zu bringen. Das ist unsere Vision und ich glaube, dieses Ziel lohnt sich im Blick zu behalten. Und jetzt beim Mond, bist du eigentlich noch, also deine ESA-Karriere ist jetzt einfach schon sehr lang, interessiert dich trotzdem irgendwie auf die Geophysik-Seite oder der Mond an sich, was aus einem praktisch vorherigen Astronautenleben? Oder das sagen, nee, ich bin jetzt der Astronaut und ich gebe das vor, was die Wissenschaftler sagen, was ich da mache? Ja, beides natürlich. Das fließt für mich natürlich einen tollen Bogen, wenn ich wieder zurück zu meiner vorherigen Profession kommen kann, wenn ich ein bisschen Intuition damit reinbringen kann, als Wissenschaftler auf der Oberfläche des Mondes zu arbeiten. Aber natürlich kann ich mir jetzt nicht selbst Dinge ausdenken, die ich dann dort machen will. Dazu ist die Zeit zu wertvoll, die man da hat. Das heißt, da muss ich dann schon auf meine noch aktiven Geologen und Geophysiker-Kollegen hören, die sich die Experimente dann ausdenken, zusammen mit der Missionskontrolle und die dann durchführen in dem Fall. Also ja, da kann ich zwar schon meine Intuition vielleicht mit reinbringen, aber natürlich nicht dann schon noch mehr ein durchführender Laborant, in dem Fall als der eigentliche jetzt Chefwissenschaftler von so einem Experiment. Dafür habe ich einfach nicht die Zeit. Okay. Du bist natürlich auch der Astronautenausbilder, das heißt, da wird die Generation an Raumfahrern, die als nächstes danach kommt, ist da in der Ausbildung auch der Mond immer präsent? Also hast du schon gesagt, Leute, guckt euch das genau an, das haben wir damals auf der ISS gemacht, ihr werdet auch noch zur ISS, aber für Mond brauchen wir jetzt das noch was anderes? Ja, so eine Astronautenkarriere, also das, was man lernen muss, um überhaupt erst mal Astronaut zu werden oder Astronautin, dann zur ISS zu fliegen oder in Low Earth Orbit und dann zum Mond, das sind natürlich schon echt viele Schritte und da muss man Schritt für Schritt aufbauen. Das heißt, diese neue Klasse, die wir jetzt integriert haben ins Astronautenkorps, wo wir side by side quasi die erfahrenen Astronautinnen und Astronauten und die Jüngeren, dass wir versuchen, diesen Transfer des Wissens irgendwie hinzukriegen. Da fliegen die ersten jetzt, also Sophie jetzt schon, ist gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt auf der Raumstation. Wir haben gerade vorhin mit ihr gesprochen hier im Live-Call, war mega cool zu sehen. Wir haben einige der Astronautenreserve, die schon geflogen sind. Das heißt, dieser Transfer funktioniert. Gleichzeitig ist die ISS natürlich ein wichtiges Modell. Wir lernen in ganz vielen Experimenten auf der ISS, wie wir dann weiter auf dem Mond leben können in puncto Life Support Systems, also Lebenserhaltungssysteme, die ausfallsicher sind und möglichst geschlossen sind, also möglichst viele Ressourcen recyceln. Dann alle möglichen Technologien, die wir brauchen, die testen wir natürlich erstmal auf der ISS. Und da kommt das schon mit rein. Also Sophie macht jetzt schon auch Experimente auf der ISS, die wir später mal und dann auch irgendwie die neue Klasse wird ja auch irgendwann mal dann hoffentlich zum Mond fliegen in dieser Serie von Artemis-Missionen. Jared Isaacman, der NASA-Administrator, ich glaube, er hat von, Artemis 78 irgendwie mal gesprochen. Finde ich toll. Das ist eine tolle Vision, um zu zeigen, dass es jetzt nicht nur eine einmalige Sache ist, sondern das ist sowas wie die neue internationale Raumstation. Ein großes Projekt, wo man international auch zusammenarbeiten muss, wo wir in Europa dazu beitragen, eben nicht nur große Hardware-Elemente wie das Service-Modul, das ist ja das Antriebsmodul des Raumschiffs und das uns natürlich dann als Partner auf Augenhöhe dann platzieren kann, sondern eben auch im Kleineren, also auch Experimente, auch Technologien zur Nutzung von Mondressourcen, wie man den Regolith nutzen kann, um dann vielleicht auch Wasser daraus zu gewinnen. Dass man dann für Treibstoff, für Sauerstoff zum Atmen, einfach zum Leben auf dem Mond brauchen kann. Das sind alles Technologien, an denen wir gerade arbeiten, auch am Europäischen Astronautenzentrum in Köln, bei ESTEC, das ESA-Zentrum in Nordwijk. Und diese Sachen kommen alle zusammen. Das ist schön zu sehen, dass wir ein Set von Elementen erarbeiten, die wir dann beitragen können zu dieser internationalen Kooperation, die uns aber auch eigene Entscheidungen erlauben. Das ist nämlich sehr wichtig. Das ist auch ein neues Element in den Dingen, die wir jetzt vorbereiten, dass wir zum Beispiel den Argonaut-Lander, das ist ja eine Frachtlandefähre, die 1,5 Tonnen Fracht zum Mond bringen kann, dass wir die so konzipieren, dass sie entweder zu einer Artemis-Mission beitragen kann, dadurch, dass sie vielleicht Treibstoff oder Essen oder Weihnachtsgeschenke oder Unterwäsche dahin bringt, was natürlich sehr wichtig sein wird, das ist vielleicht mal von den Weihnachtsgeschenken abgesehen, oder aber, dass die auch eigene Ziele von Europa durchsetzen kann. Das heißt, wir wissenschaftliche Ziele dann damit erfüllen können, dass wir einen eigenen Rover zum Mond schicken, egal wohin, dass wir das hinkriegen, dass europäische Wissenschaftlerinnen und einen eigenen Zugang zum Mond bekommen. Und das haben wir nämlich gemerkt in den letzten Jahrzehnten. Eines der wichtigsten Schlüssel
Fähigkeiten, die wir brauchen, ist Zugang zum Weltraum. Dass wir also nicht nur zum Mond irgendwie hinkommen, sondern erstmal nochmal viel wichtiger, in den niedrigen Erdorbit kommen, mit Fracht, mit Menschen und zurück. Das können die anderen Player, die anderen Weltraumakteure, das können wir noch nicht in Europa. Und deswegen arbeiten wir da sehr stark dran. Und das ist eben das neue Element, was uns unterscheidet von den letzten Jahrzehnten der Kooperation, wo wir gesagt haben, ja, ein Partner macht das, ein Partner macht das und dann zusammen kriegen wir das irgendwie hin. Da haben wir gemerkt, okay, das Modell, zumindest im Erdorbit, ist nicht mehr so verlässlich. Also, dass man sich darauf verlassen kann, dass man mit einer Firma, jetzt wie SpaceX, in den Weltraum kommen kann zu jeder Zeit, das ist eine riskante Sache. Und das ist das, was wir ändern wollen. Das ist so ein bisschen der neue Spin der Kooperation im Weltraum und den eigenen Fähigkeiten für Europa. Du hattest eben angedeutet, so Lebenserhaltungssysteme, ISS, ich finde es eigentlich auch immer abgefahren, mitunter haben sich da Prototypen am Leben gehalten. Also ich meine, ISS, diese Riesenstation und viele Sachen, die da erprobt worden, waren zum ersten Mal im Dauereinsatz. Die ISS mittlerweile seit über 20, bald 30 Jahren komplett bewohnt. Und ja, viele von den Systemen da Prototypen und du weißt als Mensch natürlich so, okay, die Systeme, die können wir ausführen, trainierst darauf. Bist aber auch relativ schnell da. Also du hättest, glaube ich, jederzeit in einer Soyuz kommen können, Genau. bist ein paar Stunden da. Und ich denke dann immer, okay, krass, mit Mond, das geht nicht so schnell. So, ist das etwas, worüber ihr sprecht oder was dich irgendwie auch beschäftigt? Oder ist es so, dass ihr denkt, naja, wir haben auf der ISS so viel gelernt, wir transferieren das und wir schaffen das auch, lange Missionen so weit weg? Ja, nee, da hast du vollkommen recht. Also im Mond ist natürlich ein anderer Schnack, was so Life-Support-Systems angeht, wenn da was kaputt geht. Ist man im besten Fall eine Woche weg oder im schlimmsten Fall ein paar Wochen, die man braucht, um wieder zurückzukommen. Das geht ja auch für medizinische Probleme, die man haben könnte. Und deswegen gehen ja auch viele Experimente auf der ISS in die Richtung Autonomie, dass man eigenständiger, zum Beispiel mit KI zusammenarbeitet, dass eine Crew ein Raumschiff reparieren kann, auch ein System, auf das ich nie trainiert habe, das mir eine KI hilft, wie ich das machen kann. Haben wir auch schon Experimente dazu auf der Raumstation gehabt. Simon zum Beispiel ging in die Richtung. Und solche Dinge, die muss man jetzt natürlich hinkriegen. Aber das stimmt schon, eine Mission zum Mond, die ist schon ein bisschen riskanter als eine Mission zur ISS. Deswegen versuchen wir da auch mit erfahrenen Astronautinnen und Astronauten hinzufliegen. Auch weil es natürlich dicht getaktet ist erstmal, dass man irgendwie sich nicht daran gewöhnen muss, erstmal im Weltraum zu sein. Das ist tatsächlich so ein bisschen höheres Risiko. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir Astronauten und Astronautinnen sind es ja auch gewohnt, Risiken einzugehen. Und auch eine ISS-Mission, auch wenn wir das jetzt oft mal gemacht haben, auch wenn es viele Redundanzen im Life-Support-System gibt, es gibt immer noch viele Sachen, die einen umbringen können auf so einer Raumstation. Und auf die muss man trainieren. Also ein Feuer, Depress, toxische Atmosphäre, irgendein Problem mit dem Raumschiff. Es ist auch in anderen Bereichen nicht weit von alles full nominal, also alles geht, alles im grünen Bereich, alles geht klar, bis, okay, jetzt wird es wirklich kritisch, überlebenswichtig. Da ist in der Raumfahrt immer nur ein kleiner Puffer dazwischen. Und das war auf dem Mond noch ein bisschen mehr, aber wir kennen das prinzipiell schon von der ISS. Okay. Ich habe in der Wahrnehmung immer so das Gefühl gehabt, von wegen, dass Deutschland ziemlich stolz auf seine Weltraummedizin ist und die Forschung, die wir in der Raumfahrt machen und so, und dass auch die internationalen Partner auch auf Deutschland mal zugekommen sind, sagen, hey, das macht ihr gut und da nehmen wir euch mit rein und so weiter. Und das jetzt so gerade in diesem Shift, den wir jetzt gerade so haben, so von wegen, dass man das Gefühl hat, oh, diese krasse internationale Zusammenarbeit, dass sich das doch ein bisschen mehr in Einzelfähigkeiten aufsplittet. Ist das ein Risiko, dass man sagt, okay, wir haben da diese krassen Forschungskapazitäten aufgebaut und so weiter. Im Zweifelsfall, wenn wir die eigenen Kapazitäten nicht hätten, würden die Leute uns nicht mehr fragen. Also das heißt, selbst wenn wir irgendwie die krassen Institute haben und die krasse Forschung, dass wir die gar nicht mehr machen könnten, wenn wir diesen eigenen Zugang nicht mehr haben? Ist das eine Gefahr? Ja, also definitiv ist es mega wichtig für Europa, einen wirklich verlässlichen Zugang zum Weltraum zu haben. Also gerade Deutschland ist führend in Europa oder mitführend in Europa mit Mikrogravitationsforschung, das heißt Forschung, die wir in der Mikrogravitation durchführen, um das Leben auf der Erde besser zu machen, in puncto Materialwissenschaften, aber auch Immunsystemforschung, Krankheiten wie Krebs, Parkinson, Alzheimer, die wir dadurch besser behandeln können. All das würde wegfallen, wenn wir das nicht mehr durchführen können. Das heißt, es ist wichtig, dass wir
Zum einen in der Zeit für nach der ISS, nach 2032, wird es die wahrscheinlich nicht mehr geben, dass wir da Zugang haben zu Orbit-Laboratorien kommerzieller Art, vielleicht auch mit staatlicher Art. Das ist noch nicht ganz klar, aber auf jeden Fall kommerziell. Das ist auf jeden Fall die Richtung, die es im Moment schon geht. Aber eben all das ist hinfällig, wenn wir da nicht hinkommen. Und deswegen, wenn wir wollen, dass wir eine Handlungsfreiheit haben, dass wir eine Entscheidungsfreiheit haben, dass wir sagen können, welches unsere Prioritäten sind und die dann auch durchführen können, verwirklichen können, dann brauchen wir diesen eigenen Zugang. Sonst sind wir abhängig von anderen Akteuren und das haben wir gesehen, gerade in den letzten Monaten, dass das weniger verlässlich ist, als wir gehofft hatten in den letzten Jahren. Und dass wir da gut beraten sind, eigene Kapazitäten aufzubauen. Und das ist das, wofür wir jetzt gerade werben. Das ist das, was wirklich jetzt zu diesem Zeitpunkt in dieser Zeit jetzt stattfinden muss. Sonst sind wir irgendwann zu spät. Blick nach vorne. In 10 Jahren leben Leute dauerhaft auf dem Mond, wie jetzt vielleicht auf der ISS. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, da hast du wahrscheinlich mehr Einblicke als ich. Ich erträume das. Was wird da passieren? Was ist deine Vision? Ja, ich denke, es ist tatsächlich wieder gut, dann so ein bisschen auf die Antarktis zu schauen als Parallele. Da ist es ja auch so gewesen, dass man zuerst kurz hingefahren ist, weil man einfach die Kapazitäten nicht hatte für eine dauerhafte Station. Dann hat man erst gelernt, wie man da leben kann, durch diese kurzen Expeditionen oder Missionen, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Und dann peu à peu hat man Wissenschaftsstationen aufgebaut und irgendwann hat man gesagt, so, okay, jetzt sind wir so weit, dass wir die permanent besetzen können. Ich glaube, ein gutes Stück dieses Weges werden wir in den nächsten 10 Jahren gehen. Wie weit wir dann kommen in 10 Jahren, wird sich zeigen. Ich glaube, eine permanent besetzte Station schon in 10 Jahren zu haben, ist relativ ambitioniert. Ich würde nicht sagen, es ist unmöglich, weil das ist dann eher eine politische Entscheidung. Aber an sich wird diese Entwicklung nicht aufzuhalten sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Das hat man in der Antarktis gesehen, das hat man mit jedem neuen Kontinent gesehen. Der Mond ist unser 8. unentdeckter Kontinent. Das wird so passieren, da bin ich mir sehr sicher. Was genau der Zeitplan sein wird, da bräuchte ich so eine Kristallkugel für. Ich habe so eine Signature-Frage heute bei allen Interviews und zwar, wenn ein 12-jähriges Mädchen, 12-jähriger Junge hier jetzt zuschaut, was kannst du sagen, was wird richtig geil in der Raumfahrt? Wo können die sich drauf freuen? Warum sollten die dranbleiben? Warum sollten die in die Raumfahrt gehen und das verfolgen? Ja, für mich ist die Antwort da ganz einfach, das ist Mars. Wenn man jetzt 12 Jahre alt ist, dann hat man eine gute Chance, ich glaube du und ich, wir haben eine gute Chance, dass wir in unserer Lebenszeit noch einen Menschen sehen werden, der auf den Mars geht. Wenn man 12 Jahre alt ist, dann hat man, glaube ich, eine gute Chance, dass man auch Mars-Stationen sehen wird. Auch wieder so ähnlich wie die Antarktis. Das ist nämlich der 9. unentdeckte Kontinent. Und das wird immer so weitergehen und ich glaube, diese Entwicklung wird da parallel sein. Also überhaupt finde ich es ja mega spannend, jetzt in der Raumfahrt unterwegs zu sein, so wie du, so wie ich, weil es sich gerade wirklich so alles beschleunigt. Dieses Momentum, das es da gibt für neue Akteure im Erdorbit, auf dem Mond, in Richtung Mars, das ist so spannend. Da sind so viele neue Möglichkeiten, die sich jetzt auch allein schon im letzten Jahr aufgetan haben, dass man da dabei sein kann, finde ich großartig. Alex, vielen Dank für dieses Interview. Du bist für mich Nummer 1 an den Leuten, die die deutsche Raumfahrt begeistern, die das transportieren. Und ja, ich freue mich auf diese Zukunft. Ich freue mich auf Mond. Ich freue mich auch auf Mars. Ich freue mich da zuzuschauen. Und vielen Dank für die Arbeit, die du machst. Und ich wünsche dir eine schöne ILA noch. Ja, danke dir auch. Und vielleicht machen wir dann das nächste Interview, das übernächste dann auf dem Mond. Ja, genau. Nice. Dankeschön. Ja.